Start! Willkommen zur Ausgabe für eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Wenn Sie einen Plan erstellen, wenn Sie eine Planung vorhaben und sie dann zu Papier bringen wollen oder ein Layout für PDF-Ausgaben benötigen, dann gibt es meist ein wirklich schwieriges Problem, immer und immer wieder. Eines ist Drucken, wie drucke ich richtig, und das andere ist die Bemaßung und die Stile der Bemaßung bzw. die Größen. Sie sehen hier mein Projekt, einmal das 3D-Projekt. Ich habe hier absichtlich ein Kipptor anstatt einer Tür eingefügt und Sie sehen hier auch eine Ansicht von vorne inklusive der Details und Sie sehen einen Grundriss. Soweit so gut. Sie haben Bemaßungen, Sie haben Beschriftungen, Sie haben Detailbilder und Sie wollen das jetzt auf den Plan bringen. Wir wechseln dazu ins Plan-Layout und haben hier einmal den Plan. Normalerweise unter Plan ablegen, Plan einrichten erfahren Sie, wie man den Plan hierher bringt. Grundlegend können Sie einfach hier verschiedene Teile des Plans aktivieren und haben dann hier eben diesen Plan vorrätig. So der kleine Text dazu. Wir haben nun hier einen Plan in einem vorgegebenen Maßstab. Und jetzt geht es darum, wie bekomme ich zum Beispiel Details raus oder wie verändere ich für Details meine Schriftgrößen, ohne dass ich jedes Mal alles in meinem Rohbauplan, Ausbauplan oder im freien Modellieren ändern muss. Das ist ganz einfach. Fürs Erste nehmen wir den Rahmen, gehen auf Eigenschaften und können hier den Schriftfaktor ändern. Stopp! Noch sind wir nicht fertig. Wir können hier auch den Maßstab ändern. Nicht erschrecken. Sie erhalten hier ein großes X. Das große X ist nur ein Platzhalter. Wenn Sie auf Escape gehen, ist Ihr Plan wieder da und zwar im gewünschten Maßstab. Nun haben Sie den Maßstab hier und Sie sehen, die Schrift ist in diesem Maßstab nicht optimal. Deshalb, was machen wir? Wir gehen hier auf die Eigenschaften und wir sagen dem Schriftfaktor mal 10. Und siehe da, alle Schriftarten sind vergrößert. Wichtig noch ein Hinweis, wenn die Schrift zu nahe bei Objekten ist, dann muss man sie sehr wohl im Rohbauplan oder im Entwurf oder wo auch immer Sie geplant haben, verändern. Denn es kann sein aufgrund der Größenverschiebung, dass es sich mit anderen Elementen schneidet. Zudem, wenn Sie Linien als Hinweis gezeichnet haben, dann verändert sich zwar die Schrift, aber die Linie bleibt gleich. Dann haben Sie das Problem, Sie haben von mir aus hier 5 Linien für die Treppe, für die Wange, für die Oberfläche und haben hier die Bezeichnung stehen. Die Bezeichnung wird verzehnfacht, die Linie bleibt. Wenn Sie so etwas haben, versuchen Sie zumindest ein interaktives Tool zu verwenden, das mit Schrift und Rahmen arbeitet. Jetzt haben wir diesen riesen Plan, wir haben nur diesen kleinen Planbereich und jetzt wollen wir dieses Detail hier haben. Wir gehen also hier oben auf Planfenster von bereits abgesetzten Plänen, klicken hier einmal rein und bekommen dann das Fadenkreuz und sagen, wir wollen dieses Plandetail. Sie können hier dann weiterzeichnen, so, oder Sie drücken auf Escape und haben nur mehr einen Plan, und zwar den Detailplan in 1:10. Sie arbeiten hier so ähnlich wie in einem Music Cutter, und zwar die Information dieses Planes ist immer noch hier im Hintergrund. Wenn Sie hier unten auf Planfenster auflösen gehen, haben Sie Ihren Plan wieder hier. Also, wir brauchen ja nicht nur ein Element, sondern mehrere. Wir verschieben diesen Plan. Mit strg-cv können Sie so viele Pläne hier außerhalb des Planbereichs auflegen. Der Grund ist ganz einfach, wenn Sie hier drinnen mit diesem Teil arbeiten, aktivieren Sie automatisch den Fensterrahmen und es herrscht Chaos. Bleiben Sie also mit dem Planelement außerhalb, schneiden Sie sich hier Ihre Elemente zu. Die Größe der Schrift und der Bemaßung haben wir ja bereits angepasst und wir kommen nun zu den Details. Wir nehmen wieder von bereits abgesetzten Planelement, klicken hier rein, ziehen uns das Detail
Escape und Escape. Wir haben dieses Element und setzen es hier rein. Wir nehmen dasselbe hier, holen uns dieses Detail, Escape, Escape und setzen es hier rein. So kann ich mir eine Detailliste aufbauen, von der aus ich dann die Isolationen bearbeiten kann, Stuckarbeiten weitergeben kann, Fassadenarbeiten, Anschlüsse, Dämmungen und so weiter und so weiter. Sie können natürlich auch Übergänge darstellen oder Sie sagen, diesen Plan will ich jetzt doch wieder in 1:100. Sie sehen, die Zahlen bleiben groß. Wir nehmen hier 1, die Zahlen sind wieder klein und als Hinweis für unser Planungselement, wir schneiden uns dieses Teil aus und zwar von hier nach hier, Escape, Escape. Wir haben unser kleines 1:100 Element, legen das hier rein und können die Details mittels Linien hier anzeigen. Viele, die aus dem Maschinenbau kommen, kennen das, wenn man eine Lupe setzt, wo man sagt, okay, lieber Entwickler, das ist dieser Kreis und dieses Detail findest du hier. Natürlich jetzt sehr schnell und sehr roh. Sie können das Ganze natürlich viel feiner zeichnen, den Kreis hier als Lupe hersetzen, nicht in den Mittelpunkt. Ich habe das jetzt verwendet, um die Linie hier anstehen zu lassen. Und dann habe ich einmal das Detail markiert und definiert. So kann man Details herausheben und in verschiedenen Fenstern platzieren. Man kann das Ganze natürlich auch ohne Linien machen, mit Nummer D1, D2 bis XYZ D50 und kann so einzelne Anschlüsse, Übergänge, Isolationen, Farbcodes, Raumstempel oder ähnliches gezielt aufzeigen und zum Beispiel auch, was man normal nicht machen sollte, einen Schnitt hier anbringen. Wenn es ein komplexes Bauteil ist, wo ich spezielle Übergänge habe mit Lichtleisten, mit Fliesen oder eben diese ganz spezielle Kipptür oder dieses Kipptor, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man sagt, okay, Detail Wand, Detail Decke, Detail Schnitt. Dann kann ich jemanden wirklich rund um meinen Durchbruch zeigen, was will ich denn da machen. Denn Sie sind zwar der Planer, aber niemand anderer hat vor Ihnen diesen Plan gesehen. Und somit müssen Sie ihm mit Bildern erklären können, was er denn nun zu tun hat. So viel zur Bemaßung, Schriftänderung und Ablage von Plänen und etwas zur Struktur bei Erklärungen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.